Hallo, hallo, hallo. Schönen guten Morgen. Endlich wieder Friday Fireside. Oh, ich hab's vermisst. Entschuldigung, ich hoffe, ihr auch. 3 Wochen ist es her seit dem letzten. Ich muss mich erstmal wieder richtig einrichten. Was ist in 3 Wochen passiert? Ich war im Urlaub. Ein bisschen zumindest. Wir waren in Portugal, wo ich mir quasi ein paar Tage geblockt habe. Hier mache ich Urlaub und ein paar Tage, wo ich auch arbeite. Aber vor dem Urlaub bin ich krank geworden und war eine Woche vor dem Urlaub und den kompletten Urlaub krank. Ich war über 3 Wochen krank und ich bin so ein Typ, der da eher ist, whatever, ist von allein gekommen, geht auch wieder von alleine. Hab mir 2 Medikamente in der Apotheke gekauft, aber hat nicht viel gebracht. Musste ich zu einem portugiesischen Arzt in Woche 3 und das habe ich auch nur gemacht, weil meine Familie, die mit im Urlaub war, gesagt hat, Junge, jetzt geh mal zum Arzt. Und der hat mir dann Antibiotika gegeben und dann wurde es besser. Von dem her war meine Erholung eine Zwangserholung, aber ich bin erholt wiedergekommen, definitiv. Und voller Tatendrang direkt wieder reingesprungen im Parkett und habe mich jetzt sehr auf den Friday Fireside hier mit euch gefreut, weil es eine Weile her ist und es macht mir wirklich Bock. Und Finanzblog fragt direkt, wieso sind die Friday Fireside eigentlich immer vormittags? Das ist übrigens der zweite Friday Fireside, den wir jetzt vormittags machen. Weil das letztes Mal, als wir es gemacht haben, letztes Mal war es zwangsläufig so, aber es ist sehr gut angekommen. Wir haben viel Feedback bekommen, dass es eine angenehmere Zeit ist. Ich muss gestehen, für mich persönlich ist es auch eine angenehmere Zeit. Deswegen bitte in die Kommentare und hier im Chat. Ist diese Zeit 11 Uhr besser als 17 Uhr oder nicht? Wir können theoretisch beides machen, aber ich muss sagen, ich persönlich präferiere auch 11 Uhr, einfach weil ich frischer bin. Es ist nicht 17 Uhr Freitagabend, wo man gegebenenfalls andere Sachen machen will oder sonst was. Ich kann mir auch vorstellen, dass viele unserer Zuschauer da gerade auf dem Heimweg sind von der Arbeit oder schon fertig oder schon in irgendeiner Feierabendaktivität, während hier um 11, kurz vor Lunch, Freitag, da macht man nochmal entspannt, kann ein bisschen mitgucken. Deswegen sagt uns gerne, was ihr davon haltet. Und ich habe noch nicht gefragt, ich quatsche jetzt schon 5 Minuten. Ich hoffe, ihr hört mich gut und seht mich gut. Ich hoffe, Setup-mäßig ist alles im Grün. Cool. Okay, vielen Dank. Ja, schreibt weiter rein, was ihr besser findet, 11 Uhr oder 17 Uhr. Vielleicht mixen wir es auch einfach durch am Ende des Tages. Gut, was haben wir noch? Heute ist Tag der Aktie. Wusstet ihr das? Ich wusste es nicht. Dividary, das Dividendentool, die haben einen Newsletter heute verschickt, wo ich das gesehen habe, dass Tag der Aktie ist. Da habe ich auch direkt mal geschaut hier. Börse Frankfurt, der 28. Oktober ist Tag der Aktie 2022. Ich kenne mich damit nicht aus, ich habe keinen Plan, was es ist, aber alles, was mir zugetragen wurde, nutzlos. So, es gibt irgendwie so ein paar Goodies und sowas, aber an sich kann man es anscheinend auch ignorieren. Nichtsdestotrotz, Tag der Aktie, wir als Aktionäre und Anleger können zumindest mal ein kleines High Five zum Tag der Aktie. Okay, was gibt es sonst Neues? Friday Fireside. Die hier regelmäßig dabei sind, herzlich willkommen zurück. Die neu sind, Friday Fireside ist unser kleines Programm bei Parkett, das wir 2-wöchentlich machen normalerweise hier auf YouTube, wo wir einen kleinen Blick hinter die Kulissen geben. Entschuldigung, kleinen Blick hinter die Kulissen. Woran arbeiten wir? Was kommt als nächstes? Was haben wir jetzt vor kurzem irgendwie released? Was gibt's Neues? Was sind so die Entscheidungswege, Gedankengänge im Hintergrund? Wir beantworten Community-Fragen, Fragen im Chat, was das Produkt betrifft, Pläne oder auch einfach Meta, so was ist bei mir los oder dem Team. Wir reden ein bisschen über die Industrie, den Markt. Wir haben Gäste hier immer mal wieder und so machen wir uns eine gemütliche Stunde, 1,5 Stunden und ich hoffe, alle kommen ein bisschen entertained, vielleicht sogar ein bisschen schlauer raus aus dem Friday Fireside oder zumindest mit mehr Information, was bei Parkett vor sich geht und wie es weitergeht. Okay. Wir haben hier eine Umfrage im Chat gestartet bezüglich Aktienanalyse-Tool. Wir hatten das auch an einigen anderen Stellen, auch in der Community schon gefragt. Benutzt ihr ein Tool zur Aktienanalyse, also Einzelaktienanalyse? Falls ja, schreibt gerne mal in den Chat, welches und warum, was interessiert euch daran.
Wir bauen kein Aktienanalyse-Tool. Es gibt hervorragende Aktienanalyse-Tools auf dem Markt und wir sind in Gesprächen mit diesen Anbietern, weil wir rausfinden möchten, wie wir, das sind komplementäre Tools, ja, Aktienanalyse und Portfolio-Tracking, wie wir hier besser integrieren, uns vielleicht zusammenschließen können mit einer Partnerschaft und so weiter, um euch mehr Mehrwert zu liefern. Und deswegen interessiert uns natürlich am meisten, wie benutzt ihr ein Aktienanalyse-Tool, welche Informationen interessieren euch innerhalb eures Portfolio-Trackings aus der Aktienanalyse und umgekehrt. Wenn ihr eine Aktie analysiert bei diesen Tools, welche Infos aus euren Portfolios hättet ihr dort gerne und so weiter. Und gleichzeitig gibt es da auch viel sehr interessante Gespräche mit den Teams bei diesen Anbietern, was man machen könnte. Das ist was wir, ich würde mal sagen, aktuell exploren, ne? So brainstormen, was man machen könnte. Und die Gespräche sind noch schon relativ weit. Genau, aber euer Input ist da sehr, sehr gerne gesehen, denn für euch machen wir es ja am Ende des Tages. Okay, wir haben schon 37 Leute, 40 Leute mit dabei. Sehr cool. Ich würde sagen, wir starten mit der Agenda. Lasst mich mal gucken. Erstes Update von Parkett, das wir vor 2 Tagen im Beta Circle released haben, ist eine neue Dividendenseite. Oder eine Dividenden-Subpage, wie wir es nennen. Also, wir haben ja diese Übersicht für die verschiedenen Assets. Das hier ist die Apple-Seite mit Fundamentaldaten, Prognose, mit News, Unternehmensprofil, historische Dividenden-Ticker-Symbole, Unternehmenszahlen und so weiter. Und hier gibt es einen neuen Tab, einen neuen Navigationspunkt, der heißt Dividenden. Der ist nur im Beta Circle aktuell verfügbar, weil wir erst testen und gucken wollen, was für Fehler sich vielleicht eingeschlichen haben oder wie es der Community gefällt. Das heißt, es ist jetzt im Beta Circle released und es ist auch erst der erste Wurf. Wir möchten da noch mehr hinzufügen, mehr Daten, mehr hilfreiche Tools und Informationen für euch. Aber das ist mal der erste Wurf. Im Prinzip zeigen wir für die Assets, die Dividenden ausschütten, mehr Informationen für euch an. Das heißt, wir haben die Dividendenrendite für die letzten 12 Monate, wir haben das Dividendenwachstum auch für 3 Jahre, 5 Jahre, 10 Jahre hier, berechnet nach der Compound Annual Growth Rate, könnt ihr gerne googeln, wen es genauer interessiert. Die nächste Dividende wird angezeigt, wenn sie angekündigt wurde, wenn nicht, dann steht die Erwartung da, wann es kommt, ist relativ klar. Bei einem Quartalszahler weiß man relativ genau, okay, was weiß ich, die letzte Zahlung hier bei Apple war jetzt im August und wir wissen, okay, üblicherweise kommt die nächste Dividende im November, deswegen steht es da. Wir haben die Rendite, den Kurs, wir haben hier eine Riesentabelle aller gezahlten Dividenden, die ihr als CSV runterladen könnt, mit dem Ex-Datum, mit dem Zahltag, mit der Ausschüttung, zusammengefasst pro Jahr und jeden Monat. Und dann die Year-on-Year-Entwicklung für abgeschlossene Jahre jetzt aktuell. Das heißt, wie verändert sich die Dividenden, die ausgeschüttete Dividende pro Jahr. Und hinten dran noch den Yield, also im Prinzip die Dividendenrendite oder ausgeschüttete Dividenden im Vergleich zum Kurs, was die Dividendenrendite ist, wie sich die entwickelt über die Jahre. Ne? Man sieht hier bei Apple, die ist leider etwas runtergegangen, aber der Kurs hat sich auch entsprechend bewegt, deswegen, also nach oben bewegt, deswegen nicht unbedingt ein Wunder, aber die Dividendenauszahlung ist da nicht im gleichen Maße gestiegen, dementsprechend ist die Dividendenrendite runter. Yield muss man auch sagen, wir schreiben da nicht Dividendenrendite hin, weil die deutschen Wörter einfach so viel Platz einnehmen und wir das auch für Smartphones und so weiter optimieren. Dann hast du so ein Wort Dividendenrendite und so eine kleine Nummer. Das ist leider vom UI sehr herausfordernd. Das sehen wir immer wieder. Also wenn wir alles auf Englisch machen würden, wäre es weit einfacher. Dementsprechend müsst ihr uns verzeihen. Wir werden nach und nach die Labels anpassen auf der ganzen Seite, dass sie immer gleich sind. Das ist schon mal wichtig. Wir haben aktuell verschiedene Labels für die gleichen Zahlen. Das ist nicht so gut. Aber wir versuchen immer so kurze Labels wie möglich zu nehmen. Und wenn es eine Erklärung braucht, dann machen wir so einen Tooltip hin. Das haben wir auch hier.
Dann kommen die Fragen, die wir häufig sehen. Wann zahlt Apple Dividende? Wie oft zahlt Apple Dividende? Wie hoch war die Dividende in 2021 und so weiter? So Fragen, die häufig gestellt werden. Das hilft auch sehr, was die Discovery von Google betrifft, also dass wir Traffic von außerhalb bekommen, also nicht nur User, die schon auf unserer Seite sind und sagen, zeig mir die Dividendendetails an, sondern auch User, die zum Beispiel in Google sagen, wann zahlt denn Apple Dividende, finden hoffentlich so die Seite. Und unten haben wir komplementär zu dem Asset-Entdecken-Part in der Übersicht, haben wir hier mehr Dividendentitel, wo man einfach einige, was sind es, 10, 2, 4, 6, 8, 10 andere Dividendentitel findet, mit dem Ausschüttungsintervall, mit dem Yield, mit dem Dividendenwachstum der letzten 5 Jahre. Und wenn man draufklickt, dann kommt man auch direkt zu den Dividendendetails dieses Assets. So, jetzt habe ich viel gequatscht. Lasst mich kurz in den Chat schauen. Okay, ganz viel mit der Zeit. Wilson, ganz andere Frage. Gibt es eigentlich was zum Thema API? Nichts Neues, was es irgendwie zu announcen gibt oder so. Wir haben ja wir haben eine Landingpage für die API, wo man sich eintragen kann, wenn eine Paket-API interessiert, und wir schicken da eine Umfrage raus, was damit gemacht werden soll. Und man muss klar sagen, also wir wägen das natürlich ab, ne? Individuelle Anleger, dass die eine API brauchen, das ist das ist einfach ein Nischen-Use-Case. Da Ressourcen reinzustecken, wäre für uns einfach wär kein guter Return on Invest. Es benutzen sehr wenige Nutzer und die Monetarisierung ist sehr gering. Was für uns viel interessanter ist, wenn wir Business APIs hinstellen, die auch von Privatanlegern genutzt werden können. Dann ist eine richtige Monetarisierung im Hintergrund, dann hat es auch einen Business Case und so weiter. Deswegen, wenn es nur darum geht, dass Einzelanleger, die zufällig auch programmieren können, Parkett als API nutzen, dann ist es relativ unwahrscheinlich, dass wir da irgendwas pushen in nächster Zeit. Aber was natürlich sehr viel relevanter ist, ist, dass wir integrieren mit anderen Partnern, dass wir APIs hinstellen für andere Startups, Businesses, Fintechs, whatever. Und dass daraus dann auch APIs rauspurzeln für Privatanleger, für Nutzer. Das ist die sehr viel wahrscheinlichere Variante, und da sind wir in Gesprächen, aber da gibt es nichts Neues und nichts Akutes. Also wir arbeiten nicht aktiv an irgendeiner API gerade. Wir maintainen APIs für unser Frontend, aber was da natürlich noch gemacht werden müsste, ist halt das ganze API-Key-Management, User-Zugriffe, Rate-Limits, Monetarisierung, Anfragelimits generell und. Man braucht einen API-Gateway, dass man auch richtige Analysen drauf machen kann, was requested wird und so weiter. Das ist einfach ein anderes Level, wenn du eine öffentliche API hast versus eine interne API. Deswegen ist nicht so einfach zu sagen, du hast jetzt Zugriff zur API. Gut, dann das war die Dividenden-Subpage. Wie gesagt, die ist aktuell im Beta-Circle verfügbar, und wer von euch im Beta-Circle ist, ich weiß, das sind einige von euch, schaut euch die gerne an. Es gibt, wie gesagt, diesen Tab hier, Dividenden. Schaut euch die Seite an und gebt uns Feedback in der Community. Ich öffne die mal kurz, damit ihr seht, wo, aber ich glaube, jeder der im Beta-Circle ist, weiß eigentlich, wo das ist. Nämlich hier in der Community gibt es den Parkett Beta Circle, und da seht ihr immer, was so announced wird, und auch das Feedback, beziehungsweise was wir erstmal nur dem Beta Circle zur Verfügung stellen, um Feedback einzusammeln. Und das aktuellste sind diese Asset-Dividenden-Seiten. Okay, so viel dazu. Nächster Topic. Wir haben weitere Kryptos released. Wir hatten es ja gesagt, wir haben einige neue Daten für Krypto, über 1000 neue Kryptos. Wir haben sie aber nicht alle auf einmal hinzugefügt, sondern wir fügen die peu à peu zu. Stimmt das als deutscher Satz? Ich hoffe. Wir fügen die nach und nach hinzu, basierend auf dem Feedback aus der Community. Das heißt, wenn wir hören, hey, habt ihr die und die Krypto, dann schauen wir nach, haben wir die Daten? Wenn ja, fügen wir sie hinzu. Und jetzt haben wir einige neue hinzugefügt, nämlich, und ihr müsst entschuldigen, falls ich die nicht richtig ausspreche,
FMOS ist zum Beispiel eine der neuen. Oder Juno ist auch eine der neuen. Secret Compound Tamadoge. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht, aber, oder das Symbol ist Tama. Können wir auch einfach suchen hier. Tama. Genau das. Tamadoge. Dodge. Für alle Krypto-Anleger unter euch, das sollte auch nochmal etwas Mehrwert liefern, um eure Kryptos komplett in euren Portfolios zu tracken. Wenn es Kryptos gibt, die ihr vermisst, einfach Bescheid sagen. Community, support@parkett.com, hier rein, in Chat und so weiter, und wir kümmern uns darum, dass wir die hinzufügen, wenn wir die Daten schon haben. Was Support betrifft, fällt mir gerade spontan ein, auch das möchte ich kurz erwähnen. Da haben wir nämlich auch eine kleine Änderung gemacht. Und zwar haben wir unseren Support bisher sehr gestreut gehabt, was intern einfach aufwendig zu managen war. Und je mehr unsere Nutzerzahlen steigen, desto schwieriger wird es für uns als Team zu handeln. Und zwar, wir kriegen Nachrichten auf Instagram, auf Twitter, wir kriegen die als Tweets, wir kriegen die als Direktnachrichten, wir kriegen Nachrichten an unsere E-Mail-Adresse, in der Community, auf Facebook, auf LinkedIn und so weiter und so weiter. Es gibt einfach ganz viele Kanäle, mit denen man uns erreichen kann, theoretisch, was gut ist, auch hier im Chat und YouTube-Kommentare und so weiter. Aber es gibt auch ganz spezielle, ich sag mal, Cases, wo es einfach dauert, wo jemand vom Parkett-Team sich was angucken muss. Zum Beispiel, hey, meine Performance stimmt nicht im Portfolio, die sollte eigentlich anders sein, beim Broker ist komplett krasse Differenz, und dann sollen wir uns das angucken, um zu schauen, gibt es vielleicht irgendwo einen Edge-Case, den wir nicht beachtet haben bei der Berechnung, stimmt die Berechnung nicht oder sonst irgendwas. Also das dauert immer, dass man reinguckt. Und da sind halt Kanäle wie Twitter-DMs oder so nicht ideal, weil da guckt man nicht die ganze Zeit rein. Und vor allem kann man nicht irgendwie was als erledigt markieren, oder ein Kollege weiß nicht, hat jemand anders schon geantwortet bei E-Mails und so weiter. Deswegen, whatever. Das war einfach sehr chaotisch, und es gibt natürlich Tools dafür, um das richtig zu machen. Wir haben das eingeführt. Ich laber jetzt schon ein bisschen zu lang dafür. Long story short ist, wir haben eine neue Support-E-Mail-Adresse, support@parkett.com, und wenn man uns auf irgendeinem Kanal anschreibt und Support möchte, dann verweisen wir auf diese E-Mail-Adresse. Ja? Das heißt, wenn ihr uns einfach auf Instagram schreibt, hey, die letzten Beiträge sind epic, geil, tut es, da freut sich die Lisa, die meisten Beiträge da macht, und das passt. Aber wenn wir uns was anschauen sollen, wenn ihr sagt, da ist ein Bug, oder ihr wollt gewisse Daten zu einem Coin, oder euer Portfolio sollen wir uns mal angucken, weil da was nicht stimmt, oder ihr habt Fragen zu irgendeiner Funktion oder zu eurem Abo oder was auch immer es ist. support@parkett.com. Einfach da eine E-Mail hinschreiben. Das können wir jetzt viel anständiger managen, weil wir im Hintergrund ein anständiges Customer Support Tool eingeführt haben, das das ganze Team benutzt. Und damit sind wir ein bisschen erwachsen geworden, was den Customer Support betrifft. Ich würde behaupten, wir hatten davor auch einen sehr guten Customer Support, immer sehr, ich sag mal, dedicated, alles beantwortet, jede E-Mail und so weiter. Da kriegen wir auch sehr viel Lob dafür, das ist auch gut so. Wir wollen sowas liefern und so eine Nähe zu unseren Usern natürlich haben. Nur damit wir es besser managen können, haben wir eben jetzt einen anständigen Prozess im Hintergrund eingeführt. Und das führt eben dazu, dass wir euch bitten, an die support@parkett.com Adresse zu schreiben, wenn etwas ist. Nichtsdestotrotz, ihr könnt natürlich, wie gesagt, wenn ihr euch woanders meldet, dann sagen wir euch, hey, melde dich bitte per Mail, und dann können wir dir besser helfen. Die Community Help Section, ganz kurz, was passiert mit der? Ich gehe nochmal kurz in die Community. Da haben wir die Help-Section, wo man bisher immer postet. Die Idee war da ursprünglich, vor allem als ich noch alles allein gemacht habe und dann auch das Team zwar ein bisschen gewachsen ist, aber wir waren einfach sehr wenig Leute, dass hier sich die User gegenseitig helfen können. Wenn jemand eine Frage hat, dann können andere Nutzer helfen, und das sehen wir in sehr limitierter Form. Also das gibt's, und alle Nutzer, die anderen helfen, herzlichen Dank, das ist mega gut. Das ist aber eine sehr
Also wirklich ein kleiner Teil von allen Support-Anfragen, die so reinkommen. Deswegen an sich haben wir dann gesagt, okay, diese Hilfesektion und was auch noch wichtig war, ist, man will ja eigentlich, wenn jemand ein Problem hat, dass er einmal danach sucht, vielleicht gibt es die Antwort ja schon. Das macht in Praxis kaum jemand. Ja? Man postet einfach direkt. Also ich muss ehrlich gestehen, wenn ich ein Problem mit irgendeinem Tool habe, dann mache ich das auch so. Dann suche ich danach oder will es direkt sagen, aber ich durchsuche nicht erst ein Forum oder so, ob das vielleicht schon mal gepostet wurde. Außer man findet es vielleicht über Google. Deswegen werden wir die Hilfesektion, so wie sie ist, zwar offen lassen, aber für richtigen Support, wie gesagt, an die E-Mail-Adresse. Und hier kann man trotzdem mal schreiben, hey, ich hätte gern die persönliche Dividendenrendite angezeigt in meinem Portfolio. Wie mache ich denn das? Dann kann man in der Community sicherlich Antworten kriegen von anderen Community-Membern, auf jeden Fall. Da gibt es eine Einstellung in den Portfolio-Settings und gut ist. Dafür muss man jetzt nicht den Customer Support oder sich bei uns beim Team melden. Kann man auch. Aber dafür lassen wir die Hilfesektion offen, aber eben nicht mehr für diese, oder beziehungsweise wenn jemand da etwas reinschreibt, was einfach mehr Aufwand im Team erfordert, um Support zu liefern, dann werden wir auch da kommentieren, hey, melde dich bei support@parkett.com. So, das war der Support-Topic. Der ist mir spontan eingefallen, dass wir da eine Änderung gemacht haben und habe gedacht, ich erwähne es hier auch kurz. Ihr werdet auch überall sehen, überall, wo wir die E-Mail-Adressen hinterlegt hatten und so weiter, ändern wir das, wenn es um Support geht, dann meldet euch bitte bei support@parkett.com. Also das wird durch alle Apps hinweg durchgezogen, dass wir da die Aufforderung quasi ändern. Okay, das ist Support. Der Chat ist ganz ruhig und ich laber mich tot. Ich weiß nicht, ob ihr eingepennt seid oder nicht, aber ich mache einfach mal weiter. Nächster Topic und da bin ich persönlich wie soll man das sagen, am begeistertsten, was neue Neuerungen betrifft. Also wir haben gerade ein paar richtig coole Sachen. Die Dividenden-Subpage oder die Dividendenseite ist da eine davon, aber die Portfolio-Gesamtübersicht auch, die habe ich ja letztes Mal schon angeteasert, da arbeiten wir aktiv dran, aber das kann ich euch heute noch nicht zeigen. Das ist nämlich leider nicht wenig Aufwand. Das heißt, es kommt auch noch nicht in den nächsten 2 Wochen. Ich hoffe aber, dass ich in einem Fireside im November euch das schon zeigen kann. Was ich euch jetzt aber zeigen möchte, ist eine Übersicht. Also was ich persönlich immer cool fände und wir gehen schwer davon aus, dass das auch bei unseren Nutzern so ist am Ende der Woche einmal so einen Überblick einfach zu bekommen. Ja? Das heißt, Moment, ich muss hier kurz was an meinem Setup hier. Okay. Am Ende der Woche einen Überblick zu bekommen, wie liefen meine Portfolios die Woche, was ist vielleicht passiert aktivitätenmäßig, was steht nächste Woche an, Dividenden, Earnings, solche Geschichten. Vielleicht generelle Marktupdates und so weiter. Dass man da einfach optional, wenn ihr das möchtet, am Freitag eine hübsche Zusammenfassung per E-Mail bekommt. Und ich zeige euch jetzt, wie die E-Mail aussieht für ein Beispielportfolio. Wir werden das erstmal nur für ein kleines User-Set aktivieren, um Feedback zu bekommen. Ist es hilfreich? Nervt es? Müssen mehr Infos rein? Müssen andere Infos rein? Und um auch ganz transparent zu sein, diese E-Mails zu generieren im Hintergrund. Es geht gar nicht um die E-Mails, es geht um die Daten, die da drin sind, ist, was unsere aktuelle Infrastruktur betrifft, einfach extrem aufwendig, performancemäßig. Und wir müssen noch ein paar Sachen umstellen, dass wir das skalieren können. Also jetzt 1000 E-Mails zu verschicken, fein, aber 50.000 Zusammenfassungen zu verschicken oder 100.000 Zusammenfassungen zu verschicken, ist da ein anderes Kaliber. Und da müssen wir, also die Daten zu holen, ja, ist ein anderes Kaliber. Alle Portfolios auszurechnen und so weiter. Da müssen wir noch ein bisschen was umstellen und dann ist es für alle User verfügbar. Also ich zeige euch die E-Mail, die sieht so aus. Kann ich da ein bisschen, oh, Entschuldigung, ihr seht mein Screen nicht so. Kann ich da ein bisschen ranzoomen? Habt ihr das mit der Hilfesektion gerade gar nicht gesehen? Ihr habt es nicht gesehen, gell? Hier in der Community, die Hilfesektion meinte ich. Entschuldigung. So sieht diese E-Mail aus. Ja? Ihr bekommt die Mail. Es ist quasi dein persönlicher Portfolio-Report
Und dann sieht man es, also wir werden ein paar Sachen noch anpassen, ja, dass die Zahlen hier farbig sind und bla bla bla. Das ist der erste Entwurf, das ist der Test intern, den wir gerade haben, aber wir haben gerade eine interne Review sozusagen davon. Das heißt, das ist noch early. Ja, einfach der aktuelle Stand. Ihr seht die Portfolio-Performance der unrealisierten Gewinne, also ne, von euren aktuellen Holdings oder von eurem aktuellen Portfolio für alle Portfolios, die ihr habt. Also die letzte Woche, ja, wie ist es gelaufen, wie viel Euro sind dazugekommen, wie viel Prozent habt ihr gemacht, plus, minus, was auch immer. Ihr seht die Indizes dazu, wie sind die gelaufen letzte Woche. Es geht in die Details rein, das Dividendenportfolio kennt ihr, das schauen wir uns auch gleich nochmal an. Was ist der aktuelle Portfoliowert, was ist der Kursgewinn seit Kauf und die Performance seit Kauf, was war der Kursgewinn letzte Woche und die Performance letzte Woche, was sind die Top-Holdings nach Gains quasi. Und wir haben hier, glaube ich, Top 5 oder Top 10, ich bin mir nicht ganz sicher, aber das Portfolio hat halt nur 5 Holdings, deswegen werden alle angezeigt. Dann zeigen wir nochmal ein paar Details vom Dividenden-Dashboard sozusagen, die persönliche Dividendenrendite, die Trailing 12 Months Dividende, die letzten Dividenden, die ausgeschüttet wurden oder die reingekommen sind, die nächsten Dividenden, die zu erwarten sind. Hier werden wir es grob limitieren auf nächste Woche oder nächste 2 Wochen. Und ja, solche Infos hat man dann für die Portfolios. Das heißt, wer hier viele Portfolios hat, hat entsprechend eine lange E-Mail. Und bla bla bla, ich scrolle hier mal runter. Einige Sachen sind noch relativ lang, weil wir Sachen noch nicht limitiert haben in dem Test. Und that's about it. Man bekommt dann Links eben auch zu den entsprechenden Portfolios, zu den Dashboards und so weiter. Aber einmal die Woche bekommt man die Zusammenfassung. Was wir hier noch planen, ist, dass wir mehr Informationen reinnehmen, die euch interessieren. Das heißt, wir können mehr Marktinformationen reinnehmen. Wir können eine kleine redaktionelle Sparte reinmachen, einfach eine Bewertung oder eine Einschätzung unserer User. Hey, das war jetzt eine News, über die alle gesprochen haben, der Porsche IPO, bla bla bla, solche Sachen. Ne? Dass man da einen kleinen Paragraph hat, der so euch ein bisschen einfach abholt, ja? So eine Zusammenfassung für die letzte Woche. Das waren so die Highlights, die im Markt passiert sind. Und natürlich kann man das auch runtermünzen auf eure Holdings und so. Ja? Und ich habe ja vorhin auch Earnings erwähnt, also solche Sachen haben wir auch im Kopf, dass da dann steht, hey, nächste Woche sind für die und die Holdings von dir Earnings. So, dass man das einfach mal als Zusammenfassung, als Awareness hat und dann kann man sich damit nächste Woche auseinandersetzen oder eben nicht. Aber ich persönlich, ich freue mich schon jetzt auf diese Mail. Ich finde es extrem nice, an einem Freitagabend das zu bekommen und vielleicht am Wochenende oder so anzuschauen. Ich hoffe, das gefällt. Der Chat ist bei mir zumindest sehr, sehr ruhig aktuell. Ich hoffe, ihr konsumiert einfach voller Spannung, aber schreibt ruhig in den Chat, was ihr davon haltet, ob euch das gefällt oder nicht. Ich werde dabei mal kurz einen Schluck trinken und dann Chat-Messages beantworten. So, Benjamin, also sind Fragen, die jetzt mit der E-Mail nichts zu tun haben. Was passiert mit dem GitHub für CSV-PDF? Was ist mit dem GitHub? Benjamin, da haben sich leider einige Firmen bedient und die Lizenz, die hinterlegt ist, beziehungsweise die Auflagen, wenn man es kommerziell nutzen will, nicht erfüllt. Also Credit zu uns. Wenn man unsere Software benutzt, dann muss auch die Software, in der es benutzt wird, Open Source sein und so weiter. Da haben sich einige nicht dran gehalten. Ich würde sagen, die meisten oder sehr viele PDF-Imports, die man so bei unseren Mitbewerbern sieht, basieren auf unserer Open Source Version. Und als wir das gesehen haben und so weiter, ich meine, wir haben da 2 Jahre richtig Blut und Schweiß reingesteckt und wir updaten das alle paar Tage, dass das quasi ohne irgendeine Art von Credit zu uns einfach genutzt wird und damit Entwicklungszeit
quasi 2 Jahre übersprungen wird, bei Mitbewerbern auch noch, gar nicht bei anderen Tools, haben wir gesagt, okay, den Mehrwert, den es liefern sollte, nämlich unseren Nutzern Transparenz liefern und die Möglichkeit von enthusiastischen Nutzern selbst zu partizipieren an der Entwicklung des Open Source Imports, ist viel, viel, viel kleiner als der Schaden, den wir bekommen als Unternehmen, wenn wir quasi unsere Software-Asset verschenken. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, aber ihr könnt ja mit entsprechenden anwaltlichen Mitteln dagegen vorgehen. Und das ist auch korrekt. Wir haben auch mit einigen Anwälten gesprochen. Aber ganz ehrlich, da wollen wir unseren Fokus nicht drauf lenken. Wir wollen uns nicht damit auseinandersetzen oder nicht damit auseinandersetzen. Wir wollen nicht unseren Fokus darauf lenken, irgendwelche Legal Battles zu führen, sondern wir wollen euch ein gutes Tool bauen. Deswegen war das für uns einfach nur Ablenkung, nervig und dann haben wir gesagt, wir machen ihn nicht mehr Open Source. Beziehungsweise der Import zu dem Stand, wo wir uns entschieden haben, der ist noch Open Source, denn der wurde ja geforkt 100 Mal. Das heißt, den gibt es noch auf GitHub, nicht bei uns, aber bei sehr vielen anderen ist der noch auf GitHub. Aber unsere Updates ab dann, wo wir uns entschieden haben, die sind nicht mehr auf GitHub. Ja, das heißt, die ganze Entwicklung unseres Imports, seitdem wir uns entschieden haben, ihn nicht mehr Open Source zu machen, die gibt es nirgends öffentlich und wir planen auch nicht, den öffentlich zu machen. Ich überlege manchmal noch, weil ich fände es cool, ich fände es wirklich cool, aber dann müssten wir wirklich die Lizenz noch ein bisschen härter machen und dann auch wirklich dagegen vorgehen. Und aktuell habe ich einfach nicht vor, großartig mich auf irgendwelche Legal-Sachen zu konzentrieren, Rechtsstreitereien und so weiter. Das ist es einfach aktuell nicht wert. Ja, das ist der Hintergrund. Nee, ich habe nicht vor, irgendjemand zu verklagen, wie gesagt, weil das lenkt einfach nur ab, das ist nervig, man hat nichts davon. Was ist das Best-Case-Szenario davon, die zu verklagen? Dann kriegst du ein Firlefanz an Compensation vielleicht oder Unterlassungserklärung oder irgendwas. Da können wir es auch einfach Closed Source machen und dann müssen sie es selber entwickeln. So, das passt dann schon. Beziehungsweise wir denken eher darüber nach, das als Service dann anzubieten. Ne? Wenn jemand dafür bezahlt, hey, dann können wir drüber reden. Aber wenn jemand einfach unseren Code nimmt und sagt, haben sie selber programmiert oder whatever, dann ja. Wir hatten, also whatever, ja, ist was mich persönlich natürlich gestört hat, aber wo ich auch gedacht habe, wie gesagt, ich will mich nicht ablenken lassen durch solche Sachen. Nee, Benjamin, gibt keine privaten Invites oder sonst irgendwas. Wir haben leider zu schlechte Erfahrungen gemacht. Ja? Auch dass einzelne Entwickler von anderen Firmen unter privaten Namen, whatever, gesagt haben, wir möchten daran arbeiten, dass sie es bekommen und sonst irgendwas. Aktuell, es ist genauso internes Asset Software von uns wie alles andere der Software. Der Import wird Stand heute nicht wieder öffentlich. Wenn sich mal unser Business vielleicht ein bisschen dreht, ja, wie verdienen wir Geld, was ist unser Hebel, was ist unser Competitive Mode, ja, was hebt uns ab von anderen Tools oder was können wir besser, zumindest zum aktuellen Stand als andere Tools, wenn sich das so ein bisschen dreht und so weiter, dann kann man überlegen, ja, das wieder online zu stellen. Aber Stand heute haben andere Tools schlechtere PDF-Imports, nicht alle, aber viele. Ich würde sagen, wir haben so mit den besten PDF-Import, den zuverlässigsten PDF-Import und dadurch auch die ausführlichsten Daten über eure Portfolios, mit denen wir euch Analysen bauen können. Zum Beispiel, was wir hier oft hatten im Livestream, sind diese PSD2-Schnittstellen zu Depots, diese automatische Synchronisierung, was viele andere Tools haben und wir nicht. Und das gibt's aber einen guten Grund, weil man dadurch keine Transaktionen kriegt. Man kriegt immer nur den aktuellen Stand. Du hast diese Holding, so und so viel Shares und das sind sie wert. Das ist okay, da kann man so Allocation-Analyse machen, was wir ja auch haben. Aber was man nicht machen kann, ist, ich zeige es euch einfach, ist diese Ansicht hier.
diese Performance-Ansicht geht nicht, diese Wertentwicklung geht nicht, wo Käufe, Verkäufe mit drin sind. Hier, ich gehe auf meinen All-World. Diese Ansicht, diese Charts, die kannst du nicht bauen mit dem aktuellen Stand. Ja? Oder zu sagen, wie viele Kosten hast du insgesamt, wie viele Steuern hast du bezahlt und so weiter. Das geht alles nicht mit diesen automatisierten Schnittstellen. Deswegen haben wir das bisher nicht gemacht, weil es nicht den Anspruch erfüllt, also sowohl technisch, die Dinger sind sehr buggy und fallen mal aus und so weiter, und datenmäßig, was wir euch zur Verfügung stellen wollen. Das ist der Grund. Nichtsdestotrotz, wir arbeiten an wo wir glauben, das ist sowohl technisch als auch datengetrieben besser als alles, was es aktuell auf dem Markt gibt, um zumindest für gewisse Broker einen automatischen Sync für euch zu machen. Das habe ich schon mal geteasert. Mehr kann ich noch nicht sagen. Wir arbeiten daran. Ich kann noch nicht mal 100% sagen, ob es kommt, weil es da einfach da kann immer viel passieren. Also wir sind noch in der Phase, wo wir das entdecken und probieren. Und es ist sehr vielversprechend, sonst würde ich es hier nicht sagen. Aber das ist noch in den Kinderschuhen. Ja? Aber das ist ein großer Topic aktuell für uns in Q4. Und ja, aber das sind so die Hintergründe davon. Ja? Also das ist der Grund, warum das nicht mehr Open Source ist. Lasst mich kurz in den Chat gucken, da kam noch ein bisschen. Staking habe ich gesehen. Das müsst ihr uns bitte hochvoten. Ja, also ganz ehrlich, wir hatten damit schon angefangen und haben dann einfach gesehen, das Interesse ist so gering, dass es uns schwerfällt, das hoch zu priorisieren vor jetzt anderen Sachen wie Portfolio-Gesamtübersicht, ja? Oder anderen Vermögenswerten wie Edelmetalle. Das heißt, wenn ihr hier sucht nach Staking, dann seht ihr das, Krypto-Unterstützung für Rewarding bzw. Staking-Aktivitäten, votet das bitte hoch. Zeigt uns, wie wichtig euch das ist, und je höher das in dem Feedback-Tool ist, desto eher können wir rechtfertigen, darauf das zu priorisieren und Ressourcen drauf zu verwenden. Ja? Man muss halt einfach sagen, wir sind nicht VC-funded, das heißt, wir haben kein externes Kapital, wir finanzieren uns zu 100% aus den Abos, aus euren Abos, bedeutet, wir wachsen genauso schnell, wir können nur so schnell wachsen, wie wir Umsatz generieren, und je mehr Abos wir haben, desto mehr Entwickler können wir einstellen, um mehr Dinge umzusetzen oder Dinge schneller umzusetzen. Das muss man auch sagen, deswegen sind die Abos sehr wichtig für uns, und vielen Dank an jeden, der oder die ein Abo hat, das diese ganze Firma ermöglicht, sozusagen, diese ganze Unternehmung. Aber das bedeutet auch, wir priorisieren hart. Ja? Also wir arbeiten maximal an 2, 3, vielleicht 4 Sachen gleichzeitig. Und dieses Feedback hier ist eine sehr starke Gewichtung, wie wir priorisieren. Das ist nicht alles, also es ist nicht die einzige Art. Wir haben natürlich Business-Interessen, interne Dinge, wir haben eigene Ideen und so weiter, was wir glauben, was sehr, sehr cool ist. Aber das ist schon ein sehr starker Faktor, ja, wie wir priorisieren. Ich habe meinen Tisch ein bisschen hochgefahren gerade. Genau. So, das zu Staking. Ich muss jetzt noch mal kurz aufholen im Chat. Ich sehe, da kommt noch eine mit Fragen. Julius fragt, warum weicht das iOS-Parkett-Icon vom Icon auf der Webseite ab? Weil unser Designer was Neues ausprobieren wollte. Also es ist sehr leicht, da gibt es leicht einen Hintergrund, der ein bisschen anders ist und so weiter. Ja, aber gibt es keinen ganz speziellen, war keine krasse Intention dahinter oder so. Was haben wir noch? Der Portfolio Report ist ein sehr... Danke, Nils. Endlich mal Feedback zu dem, was ich eigentlich gesagt habe. Cool. Freuen wir uns. CSV-Upload als separater Service, am besten lizenziert pro Upload. Sicherlich sehr lukrativ. Ja, Marc, da haben wir auch schon drüber nachgedacht. So 1 Cent pro Aktivität oder sowas. Müssen wir mal gucken. Kannst du auf deinem persönlichen Kanal Videos zum Thema Infrastruktur machen? Also wie generiert ihr diese E-Mails? Ja, sehr guter Punkt. Unknown User. Ich notiere mir das mal kurz. Tech-Stack zu Parkett-Features wie
E-Mail Summaries. Kann ich gerne machen. Alright. Dann haben wir noch Speaking of Edelmetalle, Gold, Edelmetalle. Ja, genau, das haben wir auf jeden Fall vor. Das ist auch schon sehr hoch gewotet. Ja? Wir arbeiten noch nicht aktiv dran, aber es ist hier andere Vermögenswerte. Also man sieht ja hier, die Sachen sind alle schon live. Das heißt, wir haben hier die Summe, Übersicht aller Portfolios, da sind wir gerade dran. Und das nächste große sind die anderen Vermögenswerte. Ja? Also wir können klar sagen, das ist geplant. Und die nächsten Assets, die wir einbinden, also die nächste Asset-Klasse, werden Edelmetalle sein. So viel kann man schon mal sagen. Aber ich kann noch nicht sagen, ob es dieses Jahr kommt oder nicht, weil wir dieses Jahr noch schon einige dicke Brocken vorhaben. Rudarondo, unfair weiß ich nicht. Also die Frage ist ja, wie du scopest, ne? Du sagst, okay, du supportest Wertpapiere, was bedeutet das? Supportest du alles? Supportest du jetzt alle Wertpapiere der Welt, mit allen Börsen der Welt, mit allen Splits, mit allen Dividenden, mit allen und so weiter und so weiter, ne? Also das ist die Frage, wo machst du den Cut? Und ich meine, wir haben am Anfang, erste Version von Parkett, damals noch Trezor One, war nur Comdirect PDFs, nur Aktien und ETFs, nur Deutschland, und nur irgendwie 2 Börsen oder so. Irgendwo musst du es ändern. Ich würde es gar nicht als unfair bezeichnen, sondern wie steckst du den Scope, dass er für die meisten User Sinn macht? Wie viele Leute investieren in Turbo-Hebel-Zertifikate? Müssen wir das supporten? Wie viele Leute investieren in Derivate? Müssen wir das supporten? Wie viele Leute investieren in P2P-Kredite? Und die Frage ist, wenn wir 150.000 User haben, wie groß ist der Impact von den Features, den wir umsetzen? Und wenn wir sehen, dass von unserer ganzen Userbase 20% in Krypto investieren und von diesen 20% nur 2% an Staking interessiert sind, dann ist der Impact super, super gering. Ich kann verstehen, dass die Leute, die staken, das gerne erwarten würden, aber Zinsen waren auch nicht gleich supported mit Cash. Die sind viel später gekommen. Und genauso ist es mit einigen anderen Sachen. Jeder, der bei uns Portfolio-Tracking anfängt, hat gewisse Erwartungen, auch in das Aktiendepot. Und da gibt es auch einiges, das noch fehlt. Ja? Wie gesagt, Gesamtübersicht über die Portfolios. Auch das kann man sagen, würde ich erwarten, wenn ich mehrere Portfolios anlegen kann. Deswegen, ich stimme dir zu, dass jemand, der in Krypto investiert und Staking und Rewarding macht, erwartet, dass ein Portfolio-Tracker, der Krypto supportet, dass das da ist, aber man kann eben nicht alles aus dem Hut zaubern, was das betrifft, und die Erwartungen gibt es einfach in jedem Bereich. Das heißt, wir kommen wieder in das Problem, was machst du zuerst? Und als Unternehmen, und auch das ist am besten eigentlich fürs Unternehmen, für die User und so weiter, suchst du die Sachen aus, die den größten Impact haben. Das ist natürlich nicht immer so, aber das ist ein relativ guter Indikator. Und deswegen auch, je mehr User wir haben, sagen wir sind an Staking interessiert, oder das muss ja nicht nur durchs Hochvoten sein. Es kann ja auch sein, dass wir von oben runter alles, was höher gewotet ist, alles vorher umsetzen oder einige Sachen davon. Und dann kommt es auch irgendwann dran. Ja? Wir setzen das auch nicht hier in Reihenfolge um. Also man sieht, wenn man weiter runter scrollt hier, Dark Mode für die Apps ist auch schon gemacht, Export für Ding und so weiter. Also wir gehen auch andere Sachen an. Ja? Face ID zum Beispiel, hier ist auch weiter unten, wird aber gerade umgesetzt. Deswegen, ich will es gar nicht ausschließen oder sonst was. Ich will nur sagen, wir sehen da einfach viel zu wenig Interesse, dass wir das jetzt umsetzen. Das sind andere Sachen einfach viel mehr nachgefragt, wo wir einfach konstant hören, jeden Tag. Das ist der simple Grund. Deswegen, ich würde es gar nicht als unfair bezeichnen, sondern lediglich, wie priorisierst du als Unternehmen, als im Produktbau, als Team. Das sind einfach die Variablen, die man da ein bisschen beachten muss. Auch Swapping, by the way, Swap, ne? Kryptos tauschen ist auch so ein Ding. Hatten wir auch angefangen und dann einfach gesehen, okay, der Impact ist zu gering, dass wir da jetzt 3 Wochen lang das umsetzen. Genau, Unknown User sagt auch einen guten Punkt. Ja, man muss auch sagen, je komplexer die Funktionalität wird, desto komplexer das UI
Und ein Riesenfaktor bei uns, was wir versuchen wie soll man es sagen, zu balancieren, ist Macht des Tools, wie viel kann dieses Tool und wie einfach ist es zu bedienen. Und die Einfachheit, das zu bedienen, das geht halt konträr. Wenn du 50 Optionen auf einem Screen hast, dann kommt da ein Anfänger, ist komplett überfordert. Kennt die Hälfte der Wörter nicht, die Begriffe nicht und so weiter. Das ist nochmal ein ganz eigener Topic. Ja. Das UI simpel zu halten und intuitiv, dass man einfach starten kann, dass man auf einen Blick sieht, was ist wichtig, aber gleichzeitig Power-Usern noch die Möglichkeit zu geben, zu konfigurieren, einzustellen, zu ändern, mehr Insights zu bekommen und so. Das ist nochmal ein ganz eigener Topic, aber völlig richtig. So, wird eine API-Anbindung für Kryptobörsen und Kraken irgendwann kommen? Ich hoffe sehr. Ich hoffe sehr. Also, wie gesagt, wir gucken uns den automatischen Sync aktuell an die verschiedenen Broker und da gehen wir nach den populärsten Brokern. Also was kommt als erstes? Ne? Und da gehören erstmal die großen Banken dazu. Aber bei Krypto ist es natürlich ein Stück einfacher. Aber wir gucken uns auch das an. Also, weil bei Krypto sind die APIs halt so gut, dass man mit einigen Libraries sagen könnte, okay, das lässt sich einfach viel schneller umsetzen als bei Banken. Deswegen schieben wir das irgendwo rein, ja, vielleicht als Nummer 3. Also zuerst 2 Banken und dann Krypto oder sowas, was auch immer. Aber also ja, hätten wir sehr gerne. Ne? Ja, das glaube ich auch übrigens. Rudarondo und Unknown User. Wenn Krypto wieder hochgeht, dann kommen diese Requests wieder. Ja, dann wird es auch mehr hochgevotet. Aktuell ist ja das Kryptointeresse eher runtergegangen aus bekannten Gründen. So, okay, ich bin wieder up to date, was den Chat betrifft. Vielen Dank für die vielen Comments. Schade, dass nur einer von euch kommentiert hat auf diesen tollen Report hier. Ich persönlich bin super begeistert, was den betrifft und ich bin gespannt, was ihr sagt, wenn ihr euren ersten Report in eure Inbox bekommt. Eine Diskussion, die wir, was diesen Report hatten, war, zeigen wir absolute Werte hier drin an oder nicht? Da brauchen wir auch das Feedback. Deswegen wird es erstmal für eine kleine Userbase ausgerichtet, weil man kriegt dann per E-Mail quasi sein Portfoliowert. Keine Ahnung, ob jemand die E-Mail dann bei der Arbeit öffnet und auf dem Screen plötzlich die Zahlen hat. Vielleicht müssen wir auch einfach in den Betreff schreiben, confidential oder not safe for work oder whatever, dass man weiß, dass man das nicht in der Öffentlichkeit einfach so öffnet. Das sind so Sachen, wo wir Feedback brauchen und so. Aber das machen wir. Gut, was haben wir noch? Als nächstes geht es um mein langweiliges Portfolio. Kleines Portfolio-Update. Kleine Erinnerung, wenn wir 2000, habe ich versprochen, wenn wir 2000 Abonnenten hier auf dem Kanal schaffen, deswegen drückt mal fleißig auf den Like-Button. Ist viel zu wenig Likes hier. Drückt auf den Like-Button und subscribe. Wenn wir 2000 Subscriber schaffen, dann dürft ihr mein Portfolio rösten, mein privates Portfolio. Also nicht dieses, also das ist auch mein privates Portfolio, aber ich habe noch ein anderes, wo ich in Einzelaktien investiere und dann lasse ich einmal die Hosen runter und wir gucken uns das zusammen an. Vielleicht hole ich auch einen Gast dazu und dann dürft ihr mich vernichten, was für komische Entscheidungen ich so über die Zeit getroffen habe und ich erzähle ein bisschen, warum ich wo rein investiert habe, die Strategien dahinter, wie sich das so entwickelt, bla bla bla. Glaube ich, wird eine spannende Folge. Mittlerweile freue ich mich auch drauf, weil ich einfach gern drüber spreche, ne? Über Aktien und für was man sich so entscheidet. Dieses Portfolio allerdings sind einfach nur 3 ETFs, ausschüttende ETFs, die ich bespare. Und ich hatte am Anfang 2 Corporate Bonds, einmal Euro, einmal USD, in der Hoffnung, dass diese Schwankungen ein bisschen ausgleichen, die Schwankungen nach unten vor allem. Die erste größere Schwankung, seit ich mit diesem Portfolio anlege, war der Corona-Crash und da haben sie komplett versagt. Man sieht auch jetzt, die sind komplett im Minus, während die ETFs ganz gut performen. Also habe ich aufgehört, die zu besparen. Ich habe nicht verkauft, ich habe einfach aufgehört, die zu besparen. Deswegen sieht man auch, dass die nur noch hier 1,5, 1,6% in meinem Portfolio ausmachen. Der All World High Dividend Yield, mein Favorite ETF, macht hier 50% aus und dann jeweils knapp über 20% der S&P 500 High Dividend Yield und ein Developed Markets REIT.
Wie sieht es damit aus? Performance an sich ist okay, 10% quasi Performance aktuell, Kursgewinn, aber das interessiert mich eigentlich nicht so. Also selbst wenn das im Roten wäre, kein Stress. Das hier interessiert mich. Wie entwickelt sich die Dividenden? Ich gehe mal aufs Dividenden-Dashboard. Und da sieht man, dass ich mit knapp 3,7% persönliche Dividendenrendite ganz gut unterwegs bin und mittlerweile ein monatliches Einkommen, gemessen an den letzten 12 Monaten, im Schnitt von fast 200 Euro habe, was cool ist. Und man sieht auch, wie sich die Dividenden hier entwickeln. Diese fetten Ausschläge hier sind der All-World High Dividend Yield. Ich mache mal Breakdown hier, dann sieht man das auch schön pro Quartal, wie viel höher das geht. Hier waren 560 Euro Monsterauszahlung, jetzt auch wieder 300 Euro. Und zusammen mit den anderen sieht man, dass die Quartale hier schön steigen. Es ist quasi ein Zufall, dass jeden Monat einer von denen ausschüttet. Und wer den letzten Stream gesehen hat, der weiß auch, dass der Vanguard hier eigentlich am letzten Tag vom Vormonat ausschüttet. Das war hier auch so. Ich habe das dann um einen Tag verschoben, dass es im nächsten Monat ist. Also hier in Parkett habe ich einfach die Aktivität um einen Tag verschoben, weil mir die Ansicht besser gefällt, um zu sehen, wie sich das so entwickelt. Akkumuliert übers Jahr sieht man auch, dass dieses Jahr weit über den letzten Jahren ist. Deswegen Market Downturn, Rezession, what? Erkenne ich nicht. Also was Dividenden betrifft, das Jahr läuft super. Und wenn wir mal gucken hier, wie sich über die Jahre das entwickelt, mein Ziel war ja eine Verdopplung zu letztem Jahr, also eine 100% Steigerung, die haben wir jetzt schon geschafft. 1000 Euro, jetzt sind wir bei über 2000 Euro, 109% aktuell mehr Dividende als im letzten Jahr, was sehr, sehr nice ist. Und also es wurde leider noch keine Dividende angekündigt für den nächsten, der ausschüttet. Wer ist denn der nächste? Der nächste ist der REIT und da können wir, glaube ich, 200 Euro erwarten. Ja, gehe ich mal davon aus, dass der 200 Euro ausschüttet, aber ist noch nicht angekündigt, deswegen ist noch nicht drin. So sieht dieses Portfolio aktuell aus. Ich freue mich sehr über diese Dividenden. Zusammen mit meinem anderen Portfolio komme ich jetzt in Regionen, wo ich sagen könnte, okay, meine variablen Kosten im Monat, meine persönlichen, essen gehen, was weiß ich, mal Klamotten bestellen oder keine Ahnung, für was man halt so Geld braucht. Ne? Ich gehe in den Zoo, irgendwie sowas, dass ich meine ganzen variablen Kosten darüber decke. Und ich habe es bisher noch nicht eingerichtet, aus Faulheit, aber was ich gerne machen würde, nur für diesen Mindset-Shift, um das sagen zu können, auch zu gucken, wie sich das so anfühlt, ist, dass ich wirklich die Dividenden auf mein Konto überweise, mit dem ich täglich bezahle und dafür das Geld, das ich eigentlich dafür benutze, als Sparplan in das Portfolio haue. So dass ich wirklich sagen kann, ich lebe von meinen Dividenden. Zumindest ein kleiner Teil meiner Kosten monatlich oder unserer Kosten als Haushalt. Aber kann ich sagen, okay, diesen Teil decke ich schon mit Dividenden. Meine privaten variablen Ausgaben decke ich mit Dividenden. Das finde ich einfach nice, von Dividenden leben, so in diese Richtung zu gehen und das so zu machen. Müsste ich mir mal einrichten. Weil, wie gesagt, wir kommen jetzt hier in Sphären so 500 Euro aufwärts, wo das halt möglich ist. Okay, lass mich nochmal in den Chat gucken. Was sagt Daniel Ho? Der Roast of Summits Portfolio mit Sven, Thomas von Finanzen, Dirk Müller. Thomas und Sven könnte ich fragen. Dirk Müller habe ich leider zero Kontakt. Aber mal gucken, was er sagt. Das Ding ist halt richtig unfair. Blödes Timing, dass gerade wenn der Markt am Runterrauschen ist, machen wir dieses Portfolio-Rösten von meinem Portfolio. Bitter. Aber dank der Daten, die wir durch die PDF-Imports haben und so weiter, können wir natürlich sehen, wie war das in der Vergangenheit. Ne? Wenn man dann mal so guckt, wie war denn die Performance 2020, 2021, 2019 und so, da sieht man, da gab es schon Zeiten, wo das Ding epic performt hat, das ganze Portfolio, durch ein paar Lucky Shots und jetzt gerade geht es natürlich runter. Aber es ist nicht im Minus, das muss man auch sagen. Es ist nicht im Minus, genauso wenig wie das hier, aber die Performance hat natürlich gelitten, ja, dieses Jahr.
Da kann sich, glaube ich, keiner dagegen erwehren. Okay, das war das Portfolio-Update. Jetzt kommen wir zu ein paar Industry-Updates. Was ging so in der Community, in der Finanzwelt? Und ich glaube, das größte oder eines der größeren Sachen, was unsere, ich nenne es mal, Fintech-Bubble betrifft, wo ihr sicherlich auch unterwegs seid oder was ihr sicherlich mitbekommt, ist, dass Finanzfluss einen neuen Informer gelauncht hat für ETFs. Und da kommt ihr auch ziemlich easy hin durch Parkett, wenn ihr auf eure Holding-Page geht eines ETFs, der von Finanzfluss unterstützt wird, oder auf die Übersichtsseite eines ETFs. Dann seht ihr hier beim Deep Dive-Link Just ETF, die wir schon lange drin haben, und jetzt auch Finanzfluss. Und wenn ihr auf Finanzfluss klickt, dann seid ihr sofort bei diesem ETF. Finanzfluss als ETF-Informer hat nochmal einen ganzen Batzen mehr Informationen als wir über die ETFs. Ich kann auch sagen, dass wir einige dieser Infos oder wahrscheinlich auch den Großteil auch so schnell nicht haben werden. Kostet einfach Schweinegeld, diese Daten. Und da kann man sich sehr gut über ETFs informieren. Da kommen auch noch viele coole Sachen. Also ich kann das sehr empfehlen. Das ist auch ultra clean. Alles hier wirklich sehr schönes Design. Und ja, ich glaube, jeden ETF-Interessierten wird dieser ETF-Informer von Finanzfluss gefallen. Deswegen, ich kann es nur empfehlen. Wir gucken natürlich, ob wir nicht noch tiefere Integrationen machen können. Ähnlich wie mit den Aktienanalysen, was ich am Anfang erwähnt habe. Das heißt, dass wir ein paar mehr Infos, zum Beispiel aus diesem Informer, direkt bei Parkett anzeigen und andersrum Funktionen von Parkett vielleicht sogar im Informer zur Verfügung stellen. Da ist noch nichts irgendwie beschlossen oder sonst was, aber das wäre natürlich, glaube ich, ein schöner Mehrwert für unsere gemeinsamen Nutzer. Und ja, so wie der aussieht und wie der funktioniert, kann ich nur sagen, herzlichen Glückwunsch. Ich weiß, wie viel Arbeit hinter sowas steckt. Vor allem, wenn man vorher kein eigenes Produkt hatte. Das muss man ja auch sagen. Das ist Finanzflusses erstes größeres Produkt. Davor war ja einfach. Davor war es vor allem Content, ne? YouTube, Bücher, Webseite und so weiter. Das hier ist wirklich ein ganz anderes Level, weil du brauchst Entwickler, du brauchst das ganze Produktmanagement und so weiter. Und sich da das erste Mal sozusagen ranzuwagen, ist ein dicker Sprung, ist Aufwand. Deswegen, ich habe da mehr als Respekt für das ganze Team von Finanzfluss und sage nochmal herzlichen Glückwunsch zu diesem erfolgreichen Launch. Und wir freuen uns natürlich zu supporten, wo wir können, denn das ist wirklich ein sehr, sehr nices Tool. Gut. Das ist der Finanzfluss Informer, also geht gerne mal drauf, finanzfluss.de/Informer, steht auch schon im Chat und und über unsere Seiten, bei allen ETFs, die es bei Finanzfluss gibt, findet ihr die Deep Dive Links. Das heißt, ihr solltet einfache Wege haben, euch die Details der ETFs zu besorgen. Was ist noch passiert? Ich glaube, wir kommen nicht drum herum, über Elon zu reden. Elon hat Twitter anscheinend jetzt doch gekauft, komplett. Das war ganzes Hin und Her und ich muss ja sagen, also Social Media, Creator und so weiter, jeder sucht sich seine Plattform aus. Ich bin ja auf Twitter, also mein Instagram-Profil ist privat, da mache ich gar nichts an Content, was das betrifft. Ich bin auf Twitter und YouTube. Das sind meine beiden Plattformen. Aber ich bin ja ein kleines Licht. Es gibt ja viel größere Creator, Influencer und so weiter. Ich bin nur ein random Dude, der ein paar Sachen teilt. Aber es gibt halt richtige Influencer da drauf und so weiter. Und ich weiß nicht, selbst ich mit meiner Mini-Bubble finde es beängstigend so ein bisschen, wie das gelaufen ist, weil wenn sowas passiert und Worst-Case-Szenario, die Plattform wird einfach extrem kacke oder was auch immer, ja, kann nicht weiterentwickelt werden, wird schlechter qualitativ, dann ist es natürlich für Leute, die ihr Einkommen darüber verdienen. Das ist bei mir nicht der Fall. Ja, wenn mein Twitter-Account weg wäre, wäre es scheiße, aber kein Weltuntergang. Aber es gibt natürlich Leute, für die ist es der Haupt-Distribution-Channel, der Haupt-Marketing-Kanal, wie auch immer, die Audience, ja, die sie bedienen und denen sie dann im Endeffekt auch Produkte anbieten und so. Das ist einfach beängstigend, wenn die Gefahr besteht, dass dir das wegfällt. Ja?
Da habe ich mir viele Gedanken drüber gemacht, auch mit größere Firmen. Finanzfluss hat 1 Million Abonnenten auf YouTube. Wenn der Kanal wegfallen würde, weil, was weiß ich, YouTube wird gekauft und eingestampft oder so, dann ist es natürlich einfach ein heftiger Hit, ja, sozusagen. Oder wenn die irgendwas ändern, was ungünstig ist und so. Und das ist halt bei allen Plattformen so. Deswegen glaube ich, sobald man eine große Audience hat, sollte man sich diversifizieren. Aber das mal nur so als Side Note. Generell, man muss sagen, ich bin Tesla-Shareholder, SpaceX-Fan, Tesla-Shareholder, also ich baue meine Position nach und nach ab, aber war wegen der Situation, wo sie jetzt angekommen sind, aber vor ein paar Jahren, wo ich rein investiert habe und so weiter, war trotzdem, ist für mich das vielversprechendste Autounternehmen von allen und zumindest was Stock-Performance betrifft, haben sie zugestimmt und was Auto-Software betrifft auch. Auto-Hardware, let's see, ist geil, aber halt das Interior gefällt mir nicht und so. Aber whatever, das sind andere Dinger. Ich bin und war überzeugt von der Vision von Tesla an sich. Mag das, wie sich das entwickelt hat, wie die alles angehen, agil und so weiter. Aber Elon entwickelt sich so in eine Richtung, was mir nicht so gefällt. Wirkt sehr abgelenkt. Vor allem das mit dem Twitter-Zeug, das gefällt mir nicht. SpaceX, finde ich, hat so einen abartigen Impact auf die Menschheit, glaube ich, beziehungsweise auf Space Travel und so. Die ganze Industrie umgekrempelt. Und ich fände es schade, dass er da so ein bisschen den Fokus verliert, aber man muss auch sagen, der macht das jetzt auch schon 20 Jahre. Also, dass der sich jetzt mit ein paar anderen Sachen beschäftigt, kann ich ihm nicht übel nehmen. Aber vor allem bei Tesla macht mir das dann ein bisschen Sorgen. Und bei Twitter halt auch ein bisschen. Also ich habe ein bisschen Sorge, was für die Produkte oder für seine Firmen. Aber es kann auch sehr positiv für Twitter ausgehen, weil, und da stimme ich ihm zu, was er gesagt hat über Twitter oder was man so mitgekriegt hat, es nervt mich schon lange, dass man das Gefühl hat, die Produktentwicklung bei Twitter ist eine Schnecke. Also das ist so abnormal lahm. Und die haben so viele Mitarbeiter, viel zu viele. Wenn man mal vergleicht, Mitarbeiter versus Income von Social-Media-Firmen, das ist viel zu hoch bei Twitter. Also ich glaube auch, dass man den ganzen Laden mit der Hälfte der Mitarbeiter machen könnte. No, kein Stress. Und dass man schneller entwickeln könnte. Viel schneller. Also wie diese Firma aktuell geführt ist und so weiter, gefällt mir gar nicht. Aber man muss halt sagen, sie wird gemanagt im Sinne von, es wird maintained, was da ist. Es wird nicht großartig rumprobiert oder neue Sachen gemacht. Das kann positiv sein, das kann aber auch negativ sein. Ich finde es schön, wenn ein paar neue Sachen auch ein bisschen schneller kommen. Ich finde diese Voice Spaces cool. Ich finde dieses Review, diese E-Mail-Geschichte, die sie zugekauft haben und so weiter, finde ich nice und so. Also Twitter entwickelt sich schon in eine gute Richtung, aber viel zu lahm. Und mit viel zu viel Ballast. Aber ich bin kein Twitter-Shareholder, eigentlich von keiner Social-Media-Company, glaube ich. Und deswegen, ja, ich partizipiere nicht und mache da keine Wetten rein und nichts davon ist eine Anlageberatung hier. Ich bin eine Pfeife, was das betrifft. Ich gebe nur ein bisschen meine Meinung raus. Aber ja, jetzt übernimmt das doch und ich glaube, es war auch dieses Let That Sink In, wie heißt es, Wortspiel hat er gemacht. Sehr viel Aufwand nur für das Wortspiel, würde ich sagen, aber gut. Ja, bin gespannt. Bin sehr gespannt, was daraus wird. Als Mitarbeiter von Twitter würde ich mich sehr, sehr unwohl fühlen. Ich glaube, egal in welchem Department oder Team ich wäre, ich würde da vielleicht ein bisschen ängstlich drauf gucken. Ich glaube, alle Mitarbeiter bei Twitter haben es sehr, sehr bequem und der wird da richtig Trubel reinbringen. Was fürs Unternehmen sicherlich, denke ich, langfristig positiv ist. Aber für die Mitarbeiter aktuell, die ihren gemütlichen Sitz haben und so weiter, für die wird es überhaupt nicht angenehm. Mal gucken. Okay, meine 2 Cents zu Twitter. Und letzter Punkt, wie immer, Community Questions. Eine Bitte davor noch. Wenn ihr uns ein bisschen unterstützen wollt hier, wenn euch die neuen Features gefallen, die Transparenz und so weiter, drückt auf den Like-Button. Ich sehe, wir haben 3-mal so viel Zuschauer, als wir Likes haben. Und es würde uns wirklich sehr helfen, wenn ihr den Daumen hoch kurz einmal klickt. Kostet nichts, auch keine Zeit.
Und uns hilft es tatsächlich immens, um unseren Kanal ein bisschen größer zu machen, um auf die 2000 Abonnenten zu kommen. Und als Feedback, um zu sehen, sollen wir dieses Format weitermachen, größer machen, öfter machen, was auch immer. Bitte gerne. Live-Coding-Sessions, ja, auf meinem privaten Kanal werde ich sowas ab und zu noch machen, ja. So, dann gehen wir zu den Community-Fragen. Ich zoome hier mal ein bisschen ran. Alright. Also, mal kurz nochmal als Hintergrund. Vor jedem Stream, so eine Woche vorher, wenn wir die ankündigen, die Streams in der Community, ich glaube, wir sagen das dann auch auf Social Media und so weiter, kann man da schon mal Fragen posten, die man gerne beantwortet hätte. Und ich nehme mir dann am Ende vom Stream immer Zeit, lese die vor und beantworte sie nach bestem Wissen und Gewissen. Einfach um Transparenz zu liefern und hoffentlich ein paar Antworten zu liefern. Es kann auch sein, dass Fragen schon mal in Tiefe wann anders beantwortet wurden oder die einfach unpassend sind für den Stream, weil sie sehr persönlich sind und dann vielleicht nur für den einen Nutzer relevant. Dann kann es auch sein, dass ich die überspringe, aber das ist relativ selten passiert bisher. Okay, gehen wir ran. Parkett-Nutzer. Erstmal vielen Dank für dein Plus-Abo, das hilft uns sehr. Schreibt, in der neuen Android-App wird die gesamte Funktionalität des Importierens von Aktivitäten via WebView eingebunden. Ist es geplant, das nativ einzubauen? Ich hatte ja vorhin erwähnt, ich lese das mal weiter. Hintergrund meiner Frage, es wäre super, wenn man über den File-Sharer direkt eine Aktivität hochladen kann. Mein Workflow, über das Handy die Postbox des Broker öffnen, Dokument, Webpapiere. Genau, bei Android hingegen ist es für die Apps möglich, eine eigene Share-Funktion zu bauen. So könnte man aus den Document Viewer. Ja, also das mit der WebView ist erstmal unabhängig davon von dem File-Sharing. Das geht auch wahrscheinlich in Kombination, beziehungsweise auf eine andere Art. Whatever, ich erspare euch die technischen Details, aber ja, wir wollen zum einen, dass wenn ihr eine PDF geöffnet habt, ihr drückt auf das Share-Sheet, dann steht da Parkett, ihr drückt drauf und es ist importiert. Das macht sehr viel einfacher auf Mobile eine PDF zu importieren. Aber ich habe ja auch am Anfang gesagt, dass wir, oder irgendwo im Stream heute, dass wir an einem automatischen Sync arbeiten, zumindest zu einer ersten Bank und dann zur nächsten und so weiter, dass das sehr viel bessere wäre, auf Mobile umzusetzen als einen tollen PDF-Import. Nichtsdestotrotz, das mit dem File-Sharing, das haben wir schon ganz lang im Team auf der Agenda und das wird definitiv kommen, weil ja, das macht es einfach am angenehmsten und selbst wenn wir einen automatischen Sync haben, werden wir den nicht für alle Broker, alle Banken machen können oder zumindest nicht so schnell. Deswegen, yes. Justin, vielen, vielen Dank für dein Plus-Abo und deine Mitgliedschaft im Beta-Circle. Ich hoffe, du gibst fleißig Feedback. Ich bin davon überzeugt und vielen, vielen Dank für diesen Support. Justin schreibt, moin, ich bin absolut glücklicher Parkett-Nutzer. Vor allem Dividendenfunktionen sind extrem praktisch und vermutlich auch einmalig. Ich danke dir vielmals für dieses Feedback und wie immer, wenn wir so positives Feedback bekommen, teile ich das direkt mit dem Team in unserem Slack-Channel. Thomas ist da, schreibt mir gerade jemand. Was? Tatsächlich? Finanzfluss am Start, herzlich willkommen. Ich glaube, das ist das erste Mal. Jetzt werde ich aufgeregt. In den letzten paar Minuten. Hallo Thomas, deswegen auch nochmal direkt, ich habe es vorhin an unsere Community gesagt, herzlichen Glückwunsch zum Finanzfluss Informer, ETF Informer Launch. Wir als Parkett-Team wissen natürlich, was für ein abnormaler Aufwand da dahinter steckt und wir haben auch ab und zu gequatscht und dass ihr jetzt von Content auch in die Produktrichtung gegangen seid. Fetten Respekt und herzlichen Glückwunsch an dich und das ganze Team und Arno natürlich. Der Launch war flüssig, so wie ich es gesehen habe. Keine Outages, keine Downtime oder sonst irgendwas und ich glaube, die ganze Community ist sehr begeistert und es ist ein sehr schöner Mehrwert für die Community und auch unsere Nutzer. Richtig gut. So, ich mache weiter mit den Fragen. Justin, wäre es zu diesem Zweck auch möglich, Genossenschaften abzubilden? Eigentlich sind die Funktionen wie beim Cash, nur dass es eben Ausschüttungen gibt. Einen PDF-Import oder ein Register an Genossenschaften halte ich nicht für wichtig. Der Use Case ist vermutlich recht klein, aber ich habe die Hoffnung, dass Implementierung auch recht simpel wäre. Abrechnungen könnten ohne PDF-Import eingetragen werden und die Entities der Genossenschaften schlage ich gerne dem Support vor. So würden die Ausschüttungen der Genossenschaften auch auf dem Dividenden-Dashboard berücksichtigt. Und ich kann eine echte Dividendenrendite sehen. Aktuell nutze ich einfach Cash Holdings. Das ist ein sehr guter Punkt, Justin. Und
also korrigiere mich, wenn ich Genossenschaften falsch interpretiere, aber wenn ich das richtig verstehe, dann sind das nicht gelistete Unternehmensanteile. Also, sorry, Anteile an einem Unternehmen oder Genossenschaft, wie auch immer, die nicht börsengelistet sind und nicht börsengehandelt. Bedeutet, es gibt dafür keinen Kurs, keine Bewertung und so weiter. Und deswegen würde ich das einkategorisieren in Custom Assets oder andere Assets. Da haben wir schon sehr viel drüber nachgedacht, einfach bisher noch nicht priorisiert, aber ich will dir sagen, ja, das wird kommen, dass du quasi alles eintragen kannst, was du willst. Deine Uhr, dein Porsche, deine Startup-Anteile, wo du arbeitest und was auch immer. Und du musst halt selber die Bewertung updaten. Wenn du die jetzt jeden Monat einmal updatest, die Bewertung, dann hast du entsprechend den Kursverlauf, so wie du es geupdatet hast. Plus du kannst Dividenden eintragen und so weiter. Das ist der Plan. Das ist aber nicht kurzfristig, also definitiv nicht dieses Jahr. Aber es ist etwas, das wir schon lange diskutieren in der Parkett-Community, weil es einfach eine universale Lösung wäre für Assets, die wir heute noch nicht supporten. Genau, das so viel dazu. Ich hoffe, das hat die Frage beantwortet. Falls ich irgendwas falsch verstanden habe, was diese Genossenschaft betrifft, dann schreib mich gerne nochmal direkt an und dann kann ich dir nochmal persönlich eine Antwort schicken. Sebastian, Plus-User, mega, vielen Dank für den Support. Have more than you show, speak less than you know. Ich stimme zu, aber dieser Livestream hilft mir dabei nicht. Da spreche ich sehr viel. Ich spreche fast 2 Stunden alleine. Okay, moin somit. Hoffe, dir und deinem Team geht soweit gut. Ja, 1, 2 Krankheiten haben wir, aber ich richte gute Besserung von dir aus. Ich wollte mal nachfragen, was Phase mit der IZF-Berechnung ist und wieso diese erfassten Zinsen auf dem Cashkonto nicht berücksichtigt werden. IZF ist negativ, obwohl meine Performance positiv ist, liegt daran, dass die Zinsen bei der IZF-Berechnung nicht mit berücksichtigt werden. Aha, okay. Ich stelle mit dem Cashkonto-Zinsen meine Gewinne aus dem Forex-Trading nach. Da wäre schön, die IZF-Berechnung mit einfließen zu lassen. Für mich ist es relativ wichtig zu wissen, was meine persönliche jährliche Rendite ist. Und da bevorzuge ich IZF gegenüber dem True Time Weighted Rate of Return. Mein IZF ist laut Parkett gerade bei minus 3%, müsste aber nach eigener Berechnung bei über 20% liegen, wegen den Zinsen. Ansonsten freue ich mich auf neue Features, vor allem auf ETF, Fonds, Aufschlüsselung. Ja, da scopen wir gerade ganz gut, so dass man sehen kann, wie viel Euro% grob in Apple investiert ist. Macht weiter so. Noch eine Frage ist mir eingefallen. Okay, bevor ich kurz zu der gehe, kurz oben, Zinsen, IZF. Das stimmt, IZF ist einfach abnormal komplex auszurechnen, wenn man Verrechnungskonten dabei hat und dann auch Zinsen und so weiter. Aber wir haben es auf dem Schirm. Das kann ich dir definitiv sagen. Ich glaube, statt Phase setze ich da oben jetzt einfach mal Status ein. Ich kann gerade nicht genau sagen, wie weit es ist, aber ich kann dir sagen, dass wir es auf dem Schirm haben und dass wir ein größeres Projekt intern gerade planen, wo wir alle Metriken, die es bei Parkett gibt, die Berechnung öffentlich machen in einer Excel-Datei, so dass es jeder nachvollziehen kann. Wie wird es berechnet? Beispielrechnungen, Beispielportfolios, die das belegen. Und wenn jemand sagt, die Berechnung ist falsch oder ich habe hier einen Case, wo das falsch ist, dann kann man einfach die Excel kopieren, uns den Case zeigen. Das ist 1000-mal einfacher für uns dann, das nachzuvollziehen und abzuändern, Tests zu schreiben und so weiter, dass wir das machen können. Wir haben jetzt in der Vergangenheit einfach sehr häufig die Berechnung dann geändert und so weiter, basierend auf Feedback und Gesprächen mit Finanzmathematikern, die unsere Berechnungen prüfen, externe Finanzmathematiker. Und man muss einfach mittlerweile sagen, wir haben mittlerweile so eine Größe, dass wir nicht einfach so eine Berechnung ändern könnten. Da haben wir auch intern im Team viel diskutiert und es stimmt einfach, wir müssen das transparenter machen und wir müssen es ankündigen. Wir müssen sagen, passt auf, die Berechnung war bisher so und so, aus den und den Gründen ändern wir es jetzt auf die und die Berechnung und die Änderung ist nächste Woche live. Und dann zeigt der Wert euch andere Daten an und hier ist der Blogpost, der das erklärt. Hier sind die Berechnungen und warum sie so berechnet werden und das sind die externen Experten, die das validiert haben. Ja, also einfach fundiert diese Berechnungen euch zur Verfügung stellen mit so viel Transparenz, wie es geht. Das ist ein Haufen Aufwand, das ist ein Projekt, das wir gerade planen und
da wird es auch, was den IZF betrifft, einfach viel mehr Informationen geben. Deswegen, ich kann dir sagen, dass wir das auf dem Schirm haben. Ich kann dir leider nicht sagen, ob das morgen, nächste Woche oder erst nächsten Monat oder was auch immer oder in einem Monat oder so gefixt ist. Das kann ich dir leider gerade nicht sagen. Was mir noch eingefallen ist, was mache ich eigentlich in dem Fall, wenn ich mehr als 50 unterschiedliche Kryptos besitze in Parkett und tracken möchte? Wieso die Limitierung von 5? Ist es so? Du wärst der Erste, den wir gehört haben, der das so ist. Wenn das so ist, bei irgendjemand von euch, dann meldet euch bei uns. Da kriegen wir was hin, da kriegen wir was Custom hin. Das haben wir auch mit ein paar anderen schon gemacht, die zum Beispiel nicht 15 Portfolios brauchten oder sonst irgendwas, sondern einfach nur 7. Und dann haben wir den Abo-Preis einfach leicht erhöht und dafür 2 extra Portfolios freigeschalten. Das ist jetzt nichts, was irgendwie generell verfügbar ist, aber hey, wir sind ja hier eine exklusive Runde im Friday Fireside, ja, wir sind ja unter uns. Das heißt, wenn ihr irgendwie an solche Limits stoßt oder so, meldet euch einfach support@parkett.com. Wenn ihr das Investor-Abo habt und ihr habt über 50 Kryptos, einfach Bescheid sagen und wir finden dann eine Lösung. Okay, Adrian, vielen Dank fürs Plus-Abo. Mega nice, dass hier so viele Plus-Abonnenten dabei sind. Das ermöglicht uns diese ganze Unternehmung. Zuerst vielen Dank, dass meine mit großer Mühe und stundenlanger Arbeit erstellte Excel-Datei so langsam ausgedient hat. Yes, das kommt auch in den Chat. Und mein Ziel ist natürlich, dass die komplett weg ist und dass du die nicht mal mehr als Backup aufbehalten musst. Nach einer kurzen Testphase und eurem Angebot zum Plus-Abo habe ich zugeschlagen und bin nicht nur von Parkett, sondern von dem gesamten transparenten Auftritt inklusive der Community YouTube-Channel begeistert. Schade, dass es das nicht alles schon vor 24 Jahren gegeben hat. Da hätte mir den ein oder anderen finanziellen Fehlgriff erspart. Das ist Hammer-Feedback, Adrian. Vielen, vielen Dank. Freut mich sehr. Teile ich direkt komplett mit dem Team. Nun zu deinen Fragen. Ist es möglich, eine Auflistung von Teilkäufen eines Wertpapiers nach dem FIFO-Prinzip anzuzeigen? Eine Auflistung von Teilkäufen des Wertpapiers. Mit den Angaben des Kaufdatums, Kaufpreises, aktuellen einzelnen Käufe der Wertpapier. Das ist sehr hilfreich, wenn man nur einen Teilverkauf eines Wertpapiers durchführt, der wiederum aus mehreren Käufen besteht. Ich muss da kurz drüber nachdenken. Also möglich ist es ja sicherlich. Wir benutzen ja das FIFO-Prinzip, wir haben ja alle Käufe, Verkäufe, alles drin. Jetzt bin ich mir unsicher, was du möchtest. Ist es möglich, eine Auflistung von Teilkäufen des Wertpapiers anzuzeigen? Das wird ja schon angezeigt in den Aktivitäten. Also wenn ich hier auf Aktivität gehe, dann ist ja hier die Käufe, das sind ja alles Teilkäufe hier, 9,52 Shares und so weiter. Das sind ja die ganz normalen Käufe. Deswegen, ich glaube, ich verstehe noch irgendwas falsch. Mit den Angaben des Kaufdatums, Kaufpreises, also, du musst mich korrigieren, wenn ich mich irre, aber was ich interpretiere, das ist sehr hilfreich, wenn man nur einen Teilverkauf eines Wertpapiers durchführt, der wiederum aus mehreren Käufen besteht. Wir zeigen, also schau mal, ich mache mal ein anderes Portfolio auf, okay, wo man ein bisschen mehr Action drin hat. Wo habe ich ein paar mehr Verkäufe drin? Hier. Seht ihr mein Screen? Ja, also das ist ein sehr großes Portfolio oder sehr aufwendiges Portfolio. Wenn ich hier bei den Aktivitäten bin und sage, zeig mir mal bitte meine Verkäufe. Und jetzt gehe ich mal zu einem Teilverkauf, wenn es hier einen gibt. Also diese Verkäufe hier sind alle FIFO ausgerechnet, natürlich. Und wenn du hier die Details öffnest, hier Details anzeigen, das ist ein blödes Beispiel. Also das geht für alles, ja, egal ob es Fractional Shares sind oder was auch immer. Aber hier, egal wie viele Käufe davor das waren, wir rechnen aus, was der Einstiegspreis, der richtige dafür war, hier der Kaufwert, auch wenn dieser Kaufwert aus mehreren Aktivitäten, aus mehreren Käufen entstanden ist. Wir zeigen dir, was verkauft wurde und dann, wie viel hast du realisiert und wie hoch war die Haltedauer im Schnitt, weil du sie ja vermutlich an unterschiedlichen Zeitpunkten gekauft hast. Also wenn ich das richtig interpretiere, was du möchtest,
haben wir das schon. Es wird dir nur nicht auf den Holding-Details angezeigt, sondern in den Aktivitäten. Geh auf deine Aktivitäten, geh auf die Verkäufe, um die es geht. Und egal, ob das ein ganzer Share war oder ein Fractional Share, egal, ob das durch mehrere Käufe entstanden ist oder nur durch Einkauf, was du da verkauft hast, wir rechnen dir nach FIFO-Prinzip den Kaufwert, den realisierten Gewinn und die Haltedauer aus. Also das gibt es schon. Und ich hoffe, ich habe es richtig interpretiert. Ist eine Funktion Dauerauftrag der Cash Holdings angedacht? Automatische und regelmäßige Erhöhung des Cash-Bestands. Guter Punkt. Wir haben schon drüber nachgedacht. Wir brauchen mehr Feedback von euch, wie sehr das gewünscht ist. Deswegen bitte auf app.parkett.com/feedback gehen. Der Link ist auch im Footer auf unseren Webseiten. Und da hochvoten, wenn es noch nicht drin ist, oder vorschlagen, hochvoten, wenn es schon da ist, oder vorschlagen, wenn es noch nicht drin ist. Möglich ist es auf jeden Fall, angedacht auch, aber ich kann dir aktuell nicht sagen, wann oder wie. Es ist Stand heute nicht in der Near-Term Roadmap, sage ich mal. Falls es in Zukunft die Möglichkeit gibt, eine automatische Synchro-Verbindung zum Depot-Broker herzustellen, dann würde Parkett alle vergangenen Trades, die man beim Broker hatte, erfassen, oder ist es erst ab der aktuellen Verbindung? Sehr guter Punkt, ich habe es vorhin kurz erwähnt, ich sage es nochmal ganz kurz. Wir haben aktuell keinen automatischen Sync mit den Brokern, eben weil es nur alles ab der ersten Verbindung geht und nur der aktuelle Stand gesynkt wird und dann auch nicht alle Daten, Steuern, Gebühren nicht drin und solche Sachen. Genau deswegen machen wir das Stand heute nicht. Wir arbeiten aber an einer Synchronisierung, Verbindung zu Depots und Brokern, wo alle vergangenen Trades mit reinkommen. Ihr bekommt alle Insights, die es Stand heute schon in Parkett gibt, nur vollautomatisch. Das wäre epic. Hat niemand anders im deutschen Markt, soweit ich das weiß. Von Produkten, die nicht von Banken kommen, meine ich. Und wir werden das nicht für alle Broker zur Verfügung stellen können. Es gibt einfach sowas nicht und die Banken stellen das auch nicht zur Verfügung. Das heißt, wir müssen kreativ sein, was das betrifft. Und wir glauben, dass wir eine Möglichkeit haben für 2 der populärsten Broker bei Parkett, für die wir das umsetzen können. Wir sind da dran. Aber ich kann es nicht versprechen oder sonst irgendwas. Aber es ist für uns ein großer Topic in Q4. So viel kann ich schon mal sagen. Genau. So, ich hoffe, Adrian, das hat geholfen. Dann letzte Frage. Robin, vor 10 Tagen schon hier gepostet. Wow, nice. Okay. Hey, somit vorab, ich teste aktuell viel rum und bin bei euch hängen geblieben. Nice. Es ist wunderbar übersichtlich und an sich perfekt. Wenn ihr Folgendes noch integrieren könntet, bin ich zu 100% dabei und zahle, was auch immer es kostet. Alright, Special Preis nur für dich. Ich will das kurz mit dem Team teilen. Die Message, sehr geil. Open Banking API. Gerade schon Kommentar dazu abgegeben. Eine Sache muss ich vielleicht dazu sagen. Die PSD2-Schnittstellen, die es heute gibt, wo man nur den aktuellen Stand gibt, ja, wo man nur den aktuellen Stand bekommt. Man kann dadurch schon Mehrwert schaffen im Portfolio-Tracking. Also einige der Charts bei uns, die wir haben und die wir noch vorhaben, sind möglich mit nur diesem aktuellen Stand. Was nicht geht, sind diese Charts hier, ja, diese Zeit, über die Zeit hinweg Charts, wenn du das erste Mal synchronisiert. Deswegen, ich will nicht ausschließen, dass wir das nicht mal irgendwann machen, aber aktuell ist unser Fokus auf den Banken und Brokern, die uns in welcher Form auch immer ermöglichen, die Transaktionshistorie zu bekommen. Das ist das Wichtigste und da sind leider nicht diese alle dabei hier, aber vielleicht der ein oder andere. Import von CSV-Dateien von Cake DeFi. Lass mich das direkt aufschreiben, nehme ich auf. Anzeigen von Staking Earnings, das habe ich vorhin schon erwähnt. Das müsst ihr uns bitte hochvoten. Wir brauchen da mehr Input von euch. Und ihr könnt ja auch dafür sorgen, dass der Kryptomarkt wieder dreht. Ich glaube, dann kriegen wir sehr viel Input von euch für Staking und Rewards und so weiter. Ist aktuell keine Priorität einfach. Ich weiß, dass es gewünscht ist, wie sehr viele andere. Aber wir haben andere Sachen, die wir höher priorisieren müssen aktuell. Deswegen bitte entsprechend im Feedback-Tool hochvoten, damit wir auch genug Grundlage haben zu sagen, wir machen das jetzt vor ein paar anderen Sachen.
Wenn ihr es schafft, das Thema Krypto via CSV zu importieren, habt ihr es geschafft, als einzige Firma alles in einem anzubieten und habt ein Alleinstellungsmerkmal. Sowas ist natürlich immer nice, das zu haben und sehr gerne. Aber also CSV-Import von Krypto, das sollte noch am machbarsten sein. Und da haben wir auch schon einige Sachen drin. Stehen auch immer wieder im Changelog. Für die Leute, die es nicht wissen übrigens, wir haben einen Paket Changelog Public. Ich schreibe den mal hier drauf. Da sieht man auf Englisch quasi immer wirklich den detaillierten Changelog von neuen Releases. Jetzt nicht das neue Feature, dass wir Shiny announcen überall, sondern auch die kleineren Sachen. Ja? Fixes, Improvements und so weiter. Und da steht auch immer sehr viel vom Import dabei. Hier auch, wann wir den Deep Dive von Finanzflüssen zugefügt haben und so weiter. Wir teilen das auch mal hier im Chat, dann könnt ihr euch das anschauen, falls es euch interessiert. Okay. Ich gucke gerade nochmal in den Chat hier. Ja, Diggi. Ist geil, dass du dich Diggi nennst, ist cool, das so zu sagen. Pass auf, Diggi. Ich finde, da hast du völlig recht, eine Vorschau, darüber hab ich auch schon öfter mal nachgedacht. Ich schreibe mir das auch nochmal kurz auf. Vorschau bei Verkäufen, realisierter Gewinn. So, dass wir quasi im Formular oder wo auch immer, dass wir sagen, wir machen eine Verkaufsvorschau und du sagst, wie viele Shares verkaufst du und wir sagen dir zum aktuellen Kurs, was du so an realisierten Gewinn bekommen würdest, nach FIFO-Prinzip. Ich glaube, das ist ein geiles Feature, ehrlich gesagt. Ja. Ich glaube, das zeigt dir auch keine Bank an. Deswegen, das finde ich nice und ist jetzt auch nicht so ein Riesending. Also nicht ein Riesending umzusetzen, meine ich. Dennis, diese Übersicht für Gewinn, Verlust pro Kauf, auch das gibt es auf der Activities-Seite, aber ich gebe zu, das können wir da noch ein bisschen prominenter machen. Was wir auch überlegt hatten, ist bei Käufen sofort anzuzeigen, wie viel, wenn du die Shares jetzt verkaufen würdest, wie viel unrealisierter Gewinn hast du mit dem Kauf. Das anzuzeigen, das wäre auch noch nice. Aber es ist halt schwer auszurechnen, weil du musst dann immer gucken, okay, welcher Kauf wurde schon, welche Shares von welchem Kauf wurden schon verkauft, was wir halt durch FIFO machen. Aber wir brauchen die Information noch auf eine andere Art, so dass wir das im Client richtig anzeigen können und so. Das ist aufwendig, aber geil. Ja, also diese Sachen sind so, ich würde es mal Low-Hanging Fruits nennen, die wir hier und da einschieben können. Und ich habe es mir definitiv notiert. Also das sind definitiv nice Sachen, die ihr da gerade noch genannt habt. Okay, bitte haut nochmal auf den Like-Button einmal. Es sind immer noch mehr Leute hier am Zuschauen, als auf den Like-Button gedrückt haben. Das heißt, ich weiß, ein paar von euch haben das noch nicht getan. Wir sind am Ende der Agenda angekommen. Ich glaube, ich habe alles aus dem Chat adressiert, alles in der Community. Und wir sind bei halb, also wieder 90 Minuten. Wir halten unsere Timeline ein. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Was habe ich zum Abschluss noch zu sagen? Zum einen diese 11 Uhr, 17 Uhr Thematik mit dem, ich sehe, dass es da die Geister scheiden sich? Die Geister scheiden sich, sagt man das so? Die Meinungen gehen auseinander. Vielleicht machen wir auch einfach einen Wechsel. Vielleicht machen wir es einfach so, wie es mir am besten passt. Mal gucken. Aber ja, also freitags bleibt 11 Uhr, 17 Uhr. Vielleicht machen wir auch einen Wechsel. Mal schauen. Es ist auf jeden Fall immer noch auf YouTube, man kann es immer noch im Nachhinein schauen, selbst wenn man nicht live dabei ist. Aber wenn ihr live dabei seid, freut es mich natürlich sehr, denn wir haben direkte Interaktion. Wenn ihr uns supporten möchtet, ich habe es ein paar Mal erwähnt, Abo ist das Beste, damit finanzieren wir alles, Daten, Mitarbeiter, Hosting, Infrastruktur und so weiter, dass wir hier weitermachen können. Und wir würden gerne mehr Daten kaufen und wir würden gerne mehr Mitarbeiter einstellen, vor allem nächstes Jahr, denn wir haben viel geile Sachen für euch vor. Und jedes Abo hilft dabei. Dann liken, hier YouTube-Kanal, subscriben, auf Social Media vielleicht mit dabei sein, wenn ihr auf Instagram, LinkedIn seid. Da teilen wir super coole Insights, die will ich kurz zeigen. Die gibt es auch in unserer Community. Aber was wir auf LinkedIn zeigen, ist, also wir haben es wie gesagt auch in der Community, aber wir haben das noch nirgends auf der Seite. Das heißt, wen solche Insights hier interessieren, ja, wie viel hat die Parkett-Community investiert in tesorierende oder ausschüttende ETFs,
Das sind Sneak Peeks, die zeigen wir hier auch. Was ist der beliebteste ETF-Anbieter in der Community? Wer sind die Top-Dividendenzahler? Wie viel Dividende haben die Parkett-Nutzer dieses Jahr bekommen? Und zwar verifiziert, ja, nicht was jemand mit einfach manuell eingetragen hat oder so. Das sind richtig geile Insights. Schaut es gerne an und teilt es. Auch das hilft uns sehr. Feedback hilft uns, Feature Voting hilft uns. Mal ein positives Wort an unser Team über den Support-Ad-Channel oder hier, so wie ihr es macht, hier im Livestream in den Community-Fragen oder auf Social Media. Das hilft uns alles extrem. Ja? Alles, was uns hilft, dass mehr Nutzer von einem Tool erfahren, das ihnen hoffentlich beim Vermögensaufbau hilft und alles, was uns natürlich als Unternehmen unterstützt, ist sehr, sehr, sehr willkommen. Und deswegen vielen, vielen Dank an alle Nutzer von euch, die das regelmäßig tun, die subscriben, die ein Abo haben. Und an alle, die es noch nicht haben, lasst uns wissen, was ihr braucht, damit auch ihr das Abo quasi für euch das Geld wert ist, uns zu supporten und die Entwicklung zu finanzieren. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende, einen schönen Freitagnachmittag. Ich hoffe, ihr habt nicht mehr zu lang zu arbeiten und wir sehen uns in 2 Wochen, würde ich sagen, oder? Wir machen wieder normale Timeline. Habt ein schönes Wochenende. War schön. Macht's gut. Ciao.